Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, die letzten Tage ist viel passiert in Kuba, weswegen ich mich entschieden habe, diese Woche von meinem normalen Uploadplan abzuweichen. Speziell am 11. Juli kam es zu landesweiten Protesten, welche bis heute anhalten. Die sozialen Medien sind zurzeit ein heißes Pflaster und man findet hier und dort Aussagen, die immer ins Extreme gehen. An dieser Stelle möchte ich mich auch persönlich, beziehungsweise meine persönliche Meinung äußern. Ich habe es auch in wenigen Fällen teilweise in meinen Kommentaren gelesen. Absoluter Extremismus. Mir selbst wird vorgeworfen, Angst vor dem Regime zu haben. Andererseits wird mir vorgeworfen, meine Informationen doch nur von Exil-Kubanern in Miami zu bekommen. Und deswegen ist auch alles nicht richtig, alles falsch. Da fehlt mir persönlich bei den Personen immer der Blick fürs Ganze. Die Welt ist nicht nur schwarz und weiß. Oftmals ist sie recht bunt. Nochmal zur Klarstellung. Ne? Also ich bekomme meine Infos aus erster Hand von meiner Familie in Kuba, durch meine eigenen Erfahrungen und aus den Medien, ja klar, auch aus Kuba, allerdings auch weltweit. Der gesunde Menschenverstand filtert dann daraus quasi das Ergebnis und das sind dann die Informationen, die in meinen Videos vorkommen. Rückblickend betrachtet ist auch nie etwas falsch gewesen, weswegen ich diese Aussagen mancher Personen einfach nicht nachvollziehen kann. Ja, wenn man die aktuelle Situation betrachtet oder bedenkt, weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht genau, was ich von den Ausschreitungen in Kuba halten soll. Auf der einen Seite bin ich auch der Meinung, dass sich in Kuba etwas tun muss und eine Änderung herbeigeführt werden muss. Auf der anderen Seite jedoch bin ich der Meinung, dass das kubanische Volk dafür bereit ist. Ja, nein. Zumindest nicht übers Bein gebrochen. Warum ich das denke? Vielleicht mache ich mich auch unbeliebt, aber so ist es halt. Seit 62 Jahren kennen die Kubaner nichts anderes als ihr jetziges System. Sollten sie jetzt von einem Tag auf den anderen eine gewisse Arbeitsmoral oder Servicegedanken an den Tag legen müssen, da würden sich wohl sehr viele sehr schwer tun. Über ein halbes Jahrhundert dürfen sich die Kubaner nicht politisch frei äußern und leben meistens in den Tag hinein. Nach dem Motto, ich arbeite, um zu leben. Staatliche Tätigkeiten fordern meistens lediglich die Anwesenheit. Fleiß wird nicht belohnt. Ein geregelter Alltag, bei dem sich das Leben eher in Richtung ich lebe, um zu arbeiten wandelt, wäre wohl dann die Folge, wenn die USA einschreiten würde. Ob das jetzt richtig ist oder falsch, weiß ich nicht. Ne? Wird sich allerdings zeigen, denke ich. Aber das sind auf jeden Fall meine Bedenken, die ich habe. Mich würde interessieren, was du denkst. Oder ihr. Lasst uns gerne diskutieren in den Kommentaren. Okay, lasst uns nun mal schauen, was zuletzt passiert ist. Am 11. Juli kam es in mehreren Orten Kubas zu Protesten. Die Menschen gingen auf die Straße und forderten den Niedergang der Diktatur und die Freiheit für Kuba. Die Wut wegen andauernden Stromausfällen, dem Mangel an Medikamenten und Nahrungsmitteln, leere Geschäfte sowie die Corona-Politik als auch die Politik im Allgemeinen waren die Auslöser. Präsident Diaz-Canel äußerte sich hingegen, dass das US-Embargo das große Problem sei und dass Kuba ohne diese zahlreichen Maßnahmen gegen sich ganz anders darstellen würde. Ja, ist auch sicherlich was dran. Er fordert die Verteidiger der Revolution dazu auf, für ihr Land zu kämpfen und sich den Demonstranten entgegenzustellen. Er sagte, wenn sie die Revolution bezwingen wollen, müssen sie über unsere Leichen gehen. Das ist nichts anderes als ein Aufruf zum Bürgerkrieg und das ist eine Sache, die mir Sorgen bereitet. Im Anschluss der Ansprache wurde der Strom wieder abgeschaltet und auch das Internet. Viele Ports sind gesperrt, aber findige Kubaner haben schnell die Lösung über ein VPN gefunden, um weiterhin über das Internet zu kommunizieren. Ich glaube nicht, dass die Ports lange gesperrt bleiben, da sich Kuba sonst ins eigene Fleisch schneiden würde.
Schließlich ist das Internet auch für den Tourismus sowie Außenhandelspartner und auch sonstige Geschäftsmodelle eine Notwendigkeit. Andererseits heißt es ja auch Vaterland oder Tod. Und da sind wir wieder bei den Extremen. Ja, währenddessen hat US-Präsident Biden seine Unterstützung für die Protestanten ausgesprochen. Es ist also möglich und wahrscheinlich, dass das US-Militär noch eine Rolle spielen wird. Hierzu gibt es aber noch keine weiteren eindeutige Informationen. Die Regierung Kubas ja, reagiert mit hunderten Festnahmen und versucht so, die Proteste zu ersticken. Aus den USA sind Boote und Schiffe illegal unterwegs nach Kuba, um ja, alle mitzunehmen, die wollen und auch um Hilfsgüter nach Kuba zu bringen. Am 11.07. ja, ging es los mit den Protesten. Gestern, am 12.07. ging es weiter. Die Frage ist, wie sieht es heute aus? Wegen dem 6 Stunden Zeitunterschied ja, werden wir es heute erst im Laufe des Tages erfahren. Wie ich oft sagte, ja, lebt sowohl die Familie meiner Frau als auch meine Familie in Contra da Maestre, Santiago de Cuba. Und wir haben ein ungutes Gefühl, wenn wir an die aktuelle Situation denken. Es sollen wohl junge Männer nun privat auch aufgesucht werden, um für ihr Land zu kämpfen. Ob das wahr ist gerade noch ein Fragezeichen. Würde mich aber nicht wundern. Waffengewalt wird angewendet, auch gegen unbewaffnete Personen. Und wie heute schon mehrfach erwähnt, das Motto lautet: Bist du nicht für mich, bist du gegen mich. Das sind Umstände, die einem allgemein mit Sorgen zurücklassen. Wir blicken weiter nach Kuba und ich werde weiterhin die Informationen zusammenfassen. Ich hoffe, euch hat das Video ja soweit hier gefallen, wenn man überhaupt von ja, Gefallen reden kann. Okay, bis zum nächsten Video und ich habe das Gefühl, es könnte noch vor meinem normalen Upload-Tag am Sonntag um 17 Uhr sein. Von daher schauen wir mal. Bis dahin, Saludos, ciao.